Dies sind Julia Stepanowa und Vitali Stepanow und ihr kleiner Sohn Robert. In ihrer Heimat Russland fühlen sie sich nicht mehr sicher. Denn sie haben ein Geheimnis verraten. Aber ihre Geschichte beginnt schon lange zuvor, Anfang dieses Jahres. Die Olympischen Winterspiele im Februar in Sotschi. Russland präsentiert sich als stolze Sportnation. Das größte Land der Welt gewinnt die meisten Goldmedaillen, wie schon bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft ein Jahr zuvor. Und wie so oft bei anderen Sportgroßveranstaltungen. Russland eine Supermacht im Sport. Kurz nach den Spielen. In meinem Büro erreichen mich mehrere E-Mails. In Sotschi hatte ich erstmals über Doping in Russland berichtet. Offen und anonym wird mir nun von deutlich mehr eigenartigen Dingen rund um den russischen Sport berichtet. Noch ahne ich nicht, dass dies der Ausgangspunkt einer unglaublichen Geschichte werden soll. Eine E-Mail fällt mir besonders auf. Aus Moskau, von Vitali Stepanow und seiner Frau Julia. Im April mache ich mich zum ersten Mal auf den Weg nach Russland. Die beiden wollen sich mit mir in Moskau treffen. Mein Kameramann ist dabei, aber ob er Bilder vom Treffen machen darf, weiß ich noch nicht. Sie haben Angst, alles ist geheim. Habe ich es hier mit Spinnern zu tun oder ist es doch ernst? Zum ersten Mal telefonieren wir. Ich erfahre den Treffpunkt, eine Gaststätte am Stadtrand von Moskau. Ein abgetrennter Raum ungestört, aber gekommen ist nur Vitali. Nach Stunden dürfen wir drehen. Das hier ist Vitali Stepanow, 32 Jahre alt. Ich beginne zu begreifen, warum er per E-Mail nur Andeutungen machte. Nach seinem Studium in den USA wollte er einen Job im Sport. Dopingbekämpfung. Das war sein Traumjob. Ich wollte Doping bekämpfen und den Sport sauberer machen. Ehrlicher. Besser. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich zur Arbeit gehe. Zu einer Anti-Doping-Agentur, die Doping in Russland bekämpft. Ich war damals ja auch noch nicht verheiratet, war Single. Ich war bereit, 24 Stunden am Tag dafür zu arbeiten. Vitali Stepanow liebt seinen Job bei der russischen Anti-Doping-Agentur der Rusada, leitet das Ausbildungsprogramm, arbeitet als Kontrolleur, ist Berater des Generaldirektors. Selbst der Sportminister sucht seinen Rat. Was im Inneren der Rusada passiert, das bekommt er hautnah mit, sagt er. Das Jahr 2009 wird ihn dann für immer verändern. Julia Rusanova, Dritte der Hallen-Europameisterschaften. Er lernt Julia, damals noch Rusanova, kennen, bei einer Anti-Doping-Schulung für Athleten. Sie gehört zu den Besten der Welt, läuft die 800 Meter unter 1 Minute und 57 Sekunden. Heute ist sie Vitalis Frau. Es dauerte nicht lange, bis sie ihm erzählt, warum sie so gut ist. Während unseres ersten oder zweiten Gespräches hat sie mir ganz klar gesagt, dass alle Sportler in Russland dopen. Dass man die Ergebnisse, die man erreicht, nicht ohne Doping schaffen kann. Zumindest nicht in Russland. Dass du dopen musst. Dass es so läuft in Russland. Dass die Funktionäre und Trainer klar sagen, dass du mit deinen natürlichen Voraussetzungen nur so und so weit kommen kannst. Um Medaillen zu bekommen, brauchst du Hilfe. Und diese Hilfe, das ist Doping. Verbotene Substanzen. Eine extreme Einschätzung. Jetzt will ich mehr erfahren. Julia Stepanowa selbst treffen. Aber erst mal warten. Es vergehen Tage.
Dann endlich, sie laden mich und meinen Kameramann nach Hause ein. Es geht nur in den Stunden, in denen Vitalis Bruder nicht da ist, der auch hier lebt. In welche Gefahr sie sich begeben, werde ich später erfahren. Julia ist 28 Jahre alt, gerade wegen Dopings gesperrt. Alle Aufzeichnungen dazu hat sie behalten, auch aus der Zeit, als sie ihren Mann kennenlernte. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihm die Augen geöffnet. Ich habe ihm erzählt, wie es wirklich funktioniert. Er hat sich dann damit abgefunden. Den Trainern wird es eingehämmert und die Trainer hämmern es den Athleten ein. Die Athleten denken deshalb gar nicht, wenn sie verbotene Präparate einnehmen, dass sie etwas Unrechtes tun. Zunächst hilft Vitali seiner Frau sogar beim Dopen, besorgt Mittel, führt eine Art Doppelleben, kaum zu ertragen. Dann wollen sie nicht weiter lügen, sagen sie, schreiben der Welt-Anti-Doping-Agentur, schildern ihre Erlebnisse. Ich frage mich, warum davon nichts öffentlich wurde. Am Ende dieser Geschichte werde ich es wissen und das Märchen vom sauberen Sport wird ein für alle Mal widerlegt sein. Eine Geschichte, die schon im Kleinen unglaublich klingt. Entweder hat mein Trainer das EPO in der Apotheke bestellt und mir dann gebracht, oder ich habe es einfach selbst gekauft. Dopingmittel in der Apotheke, illegal, ohne Rezept. Das kenne ich schon aus Weißrussland oder Mexiko. Aber hier muss ich noch nicht mal in einer Apotheke. EPO-Spritzen soll man hier wie beim Pizzaservice von zu Hause aus ordern können. Julia gibt mir die Nummer einer Apotheke. Mein Übersetzer ruft an. Guten Tag, kann ich eine Bestellung aufgeben? Ja, mit Expresslieferung. Eine Packung Epokrin 2000. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Hier die Lieferung. Sie sollten es im Kühlschrank lagern. Ja, gut. Und die Rechnung? Ich sag's gleich. Das macht 3.925 Rubel. Bitteschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. EPO für gut 60 €, verschreibungspflichtig, aber keiner fragt nach. Solche EPO-Spritzen, sie sind jahrelang selbstverständlicher Bestandteil des Alltags von Julia Stepanova, sagt sie. Während sie trainiert, geht ihr Mann jeden Morgen außer Haus, um gegen Doping einzukämpfen. Er war bis 2011 3 Jahre bei der RUSADA. 2 Welten unter einem Dach. Denn Hauptaufgabe der RUSADA, Dopingtests. Warum dabei aber nur wenige Sportler erwischt werden, glauben beide zu wissen. Leute vom Verband, Sportoffizielle, sind zu Dopingkontrolleuren gegangen, haben ihnen Essen angeboten oder Bargeld, um abends ein bisschen Spaß zu haben. In einem Trainingslager in Portugal, da haben unsere Athleten einfach unter falschem Namen gewohnt. Sie haben verbotene Substanzen eingenommen. Und damit die ausländischen Kontrolleure nicht kommen und sie nicht testen, haben sie falsche Namen angegeben. Als wir in Kirgisien im Trainingslager waren, da sollte ich am 15. November eine Kur mit Tabletten anfangen. Da hat mein Trainer mich gefragt, hast du sauberen Urin? Ich meinte zu ihm, nein, das hatten sie mir gar nicht vorher gesagt. Dann sagte er, füll hier schon mal welchen ab, damit du was hast, wenn die Kontrolleure hierher kommen. Ich habe das so gemacht, wie er es gesagt hat. Und im Gefrierfach hatte ich ein Döschen mit sauberem Urin. Zurück in Berlin versuche ich mir ein Bild von dem zu machen, was Julia Stepanova und ihr Mann Vitali erzählt haben. Mich interessiert der letzte Jahresbericht der russischen Anti-Doping-Agentur von 2013. 23.110 Kontrollen, die meisten in der Welt. 2,2% davon waren positiv. Über 500 Fälle. Und die anderen, haben die vielleicht wirklich nicht gedopt? Wem kann ich glauben, der Statistik oder Julia und Vitali? Während der nun schon wochenlangen Recherche ein erster Durchbruch. Aus mehreren Quellen kommen immer neue Informationen. Und dann das. Ich bekomme sogar Tondokumente von Gesprächen hochrangiger Trainer mit Athleten zugespielt. Was haben Sie da mitgebracht, EPO? Peptidhormone. Die wirken sich auf die Ausdauer aus, steigern das Testosteron.
Die Original-Tondokumente liegen mir in voller Länge vor, auch von diesem Gespräch. Das sind verbotene Substanzen? Sag das nicht so. Nenn das eine spezielle Art der Vorbereitung. Spezialvorbereitung. So wird es im Winter laufen. Und dann höre ich Alexei Melnikow, einen der 2 Nationaltrainer der russischen Leichtathleten. Wir brauchen keine hohen Hämoglobinwerte. Wozu brauchen wir dann EPO? Vor allem in solchen Mengen wie früher. Melnikow und die anderen Trainer habe ich natürlich dazu gefragt. Keiner hat mir geantwortet. Auch Julia Stepanova wurde von diesen Trainern betreut. Ich erinnere mich daran, was sie mir zu ihnen erzählte. Sie nehmen ein beliebiges Mädchen, füttern sie mit Tabletten und sie läuft dann. Und morgen wird sie gesperrt und dann finden sie ein neues. Sie füttern sie und sagen, nimm das, alle nehmen das. Nimm diese Substanzen. Und wenn einer erwischt wird, schmeißen sie den Sportler weg und nehmen einen neuen. Julia und Vitali sind inzwischen nicht mehr die einzigen, die mit mir reden wollen. Ich bekomme Kontakt zu etlichen Personen aus dem russischen Sportsystem. Ist dieses System so verdorben, wie sie in ihren Mails andeuten? Auf der Suche nach Antworten fliege ich quer durch Russland. Will die Athleten und Trainer treffen. Zunächst geht es von Moskau 1500 Kilometer Richtung Süden, nach Krasnodar. Werden die Menschen hier offen reden? Und warum? Einige sind gesperrt wegen Dopings, fühlen sich betrogen. Andere wollen einfach Schluss machen mit dem jahrelangen Lügen, sagen sie. Einige haben schon öffentlich gesprochen, viele wie Evgenia Petscherina noch nicht. Was ist Ihre Schätzung? Was glauben Sie? Wie viele Athleten aus dem Nationalteam in Russland dopen? Die meisten. Der größte Teil. 99%. Und man bekommt absolut alles. Alles, was der Sportler will. Und je kürzer es nachzuweisen ist, desto teurer das Präparat. Ich fahre weiter nach Samara, knapp 1600 Kilometer Richtung Nordosten. Zu Sowjetzeiten für Ausländer gesperrt. Hier wurden damals streng abgeschirmte Rüstungsgüter produziert. Mein Übersetzer ist bei den Treffen immer dabei. Nicht alle wollen offen sprechen. Von einem Doping-Vergabesystem ist die Rede. Das ist ein internes Schema, das sich seit Jahren eingespielt hat. Wenn man ein Resultat verbessern möchte, dann ruft man eine Nummer an und stellt sich vor. Auf diese Weise bekommt man die nötigen Präparate. Aber diese Nummer, die kriegt nicht jeder. Nur die Leute, die überprüft wurden. Wenn die Führung damit nicht einverstanden ist, dann kommt es gar nicht erst zum Deal. Der Sportler hat keine Wahl. Entweder bereitest du dich in der Nationalmannschaft mit verbotenen Substanzen vor, um Medaillen zu gewinnen, die auch dem Verband angerechnet werden, dem Cheftrainer, dem Sportministerium, Verbandspräsidenten, dem gesamten russischen Leichtathletikverband. Und wenn du damit nicht einverstanden bist mit diesem Schema, das sie dir anbieten, dann kann es ganz schnell gehen und du bist draußen. Und dann nennt er einen Namen, den ich noch nicht kenne, aber den ich noch oft hören soll. Wir haben da jemanden in Moskau, Portugalow. Er beschäftigt sich damit. Zurück in Berlin. Ich schaue mir die Aufzeichnungen noch mal genau an. Alle Gesprächspartner haben ihre Aussagen an Eidesstadt versichert. Und ich möchte wissen, wer ist dieser Portugalow, von dem so viele sprachen? Mit vollem Namen Sergei Nikolajewitsch Portugalow. Noch dieses Jahr hält er etwa ein Seminar und warnt vor den Gefahren des Dopings im Kinder- und Jugendsport. Ich sehe, dass er mit Unterstützung des Leichtathletik-Weltverbandes eine Anti-Doping-Taskforce in Russland beraten soll. Er gilt als ein international führender Experte im Anti-Doping-Kampf. Es gibt ein Video im Internet von ihm. Ein PR-Video eines Seminars zur pharmakologischen Unterstützung für Spitzensportler und Trainer. Wir haben uns unterschiedliche Aspekte der Wirkung von medizinischen Substanzen oder Nahrungsergänzungsmitteln angeschaut, die auf die Muskeln Einfluss haben. Einige internationale Sportorganisationen bauen auf seinen Rat. Athleten und Trainer sagen uns, Sergei Portugalow ist die zentrale Figur in der Olympiavorbereitung der russischen Sportler.
Was nicht jeder weiß, er war es schon zu Sowjetzeiten in der Hochdopingphase der 70er und 80er Jahre. Bis heute. Er verabreicht es höchstpersönlich und er spritzt es sogar selber. Man wendet sich an ihn, an Portugal, das ist sein Spitzname. Man nennt ihn nicht Portugalov, man sagt Portugal zu ihm. Ich bin zu Portugal gegangen, habe mir dies oder das geholt. So reden alle Sportler. Es sind harte Vorwürfe und ich bekomme Belege dafür. Einer ist aus den Dokumenten von Julia, eine E-Mail an sie. Darin klare Hinweise zur Dopingvergabe von Sergej Portugalov. Dein Testosteronlevel ist niedrig, das beheben wir in der Vorbereitungswoche. Oder er schreibt ihr anlässlich eines Trainingslagers: Beginne danach mit deiner Kur. Kur, der übliche Code für einen Dopingzyklus. Und dann eine E-Mail eines weiteren Weltklasse-Sportlers, der Portugalovs Anweisungen befolgt. Portugalov empfiehlt ihm: Fang mit EPO an und mit Dynatrop. Es ist ein verbotenes Wachstumshormon. Und vom Testosteron 2 Ampullen nächste Woche. Ich bin zu ihm ins Büro gekommen. Es war das erste Mal, dass ich da war. Es war verrückt für mich, dass das alles so abläuft. Ich dachte, dass es anders abläuft. Die Präparate hat er mir selber gegeben. Die meisten waren verboten, andere nicht. Er hat mir erklärt, dass die ganze Welt sich so vorbereitet. Ich hatte ganz erschrockene Augen in diesem Moment. Er hat mir aber gesagt: Guck mich nicht so an. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du auf mich hörst, wird alles gut. Er hat mir etwa Oxandrolon gegeben, das sind Tabletten. Das war so ein weißes Döschen, ungefähr dieser Größe. Darauf stand Oxandrolon. Und wenn du dann bei dem Wettkampf, für den er dich vorbereitet, den ersten Platz holst, dann sind es 50.000, für den zweiten 30.000 und für den dritten 20.000 Rubel. Das heißt, ich musste ihm die gewonnene Medaille bezahlen. Dazu kommen noch 5% von dem Geld, das ich in der Saison gewonnen habe, also bei kommerziellen Starts und anderen. Und dann noch die Präparate, die er mir verkauft. Julia Stepanova schickt mir ein Video. Sie will nicht nur ihre Dopinggeschichte erzählen, sondern beweisen, dass Doping ein Systemproblem in Russland ist. Sie hatte heimlich eine kleine Kamera laufen, als sie vor kurzem zu Portugalov ins Büro ging. Video und Ton liegen mir im Original und ungeschnitten vor. Du hast damals wunderbar auf die Hilfsmittel reagiert, als ob dir jemand einen Turboantrieb verpasst hätte. Und es ist noch eine weitere Person im Raum. Es ist Alexei Melnikow, der Cheftrainer. Er sagt zu der gesperrten Julia: Wir werden schon einen Weg für dich finden, sodass wir unsere Fehler nicht wiederholen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Alexei Melnikow, der Cheftrainer der russischen Leichtathleten. Auf meine Fragen hin höre ich nichts. Auch nichts von Portugalov. Die Vorwürfe, dass er Doping empfiehlt, verabreicht und dafür kassiert, lässt der Arzt unbeantwortet. Als ich zu den Terminen bei Portugalov gekommen bin, habe ich in der Warteschlange Trainer und Sportler aus anderen Sportarten gesehen. Und er hat mir auch selber erzählt, wie er Skilangläuferinnen, Geherinnen, 400-Meter-Läuferinnen und andere Mädels aus unserer Nationalmannschaft vorbereitet. Schwimmtrainer waren auch dabei. Diese Leute, die ich da gesehen habe, unter ihnen waren auch Sieger und Medaillengewinner von Europa- und Weltmeisterschaften. Die Vergabe von Dopingmitteln. Nach den russischen Gesetzen eine Straftat. Nach Artikel 234 Strafgesetzbuch der Russischen Föderation. Ich bin wieder in Russland. Für mich sieht es immer mehr nach einem System aus. Suche nach den Verantwortlichen beim Nationalen Olympischen Komitee. Hier sind auch alle Sportverbände untergebracht, auch die Leichtathleten.
Aber auch vor Ort werde ich abgewiesen. Auf öffentlicher Straße wird mir gesagt, dass das deutsche Fernsehen hier nicht filmen darf. Die Führung hat gesagt, sie dürfen hier nicht drehen. Auf meine schriftlichen Fragen bekomme ich vom russischen Leichtathletikverband nie eine Antwort. Ich fliege also dahin, wo die Verantwortlichen auf jeden Fall sein müssten. 800 Kilometer Richtung Osten nach Kasan. Hier finden die russischen Leichtathletikmeisterschaften statt. Journalisten aus dem westlichen Ausland verirren sich hierher so gut wie nie. Und auch kaum ein Zuschauer. Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass bei dieser Veranstaltung viele gedopt an den Start gehen. Bevor ich an die Verantwortlichen herankomme, fallen mir die Dopingkontrolleure der RUSADA ins Auge, der russischen Anti-Doping-Agentur. Geht hier doch alles mit rechten Dingen zu? Julia behauptet nein. Ich wusste, dass ich zum Zeitpunkt der russischen Meisterschaften gedopt sein würde. Und Portugalow hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du musst dann wahrscheinlich zur Dopingkontrolle. Du wirst ja unter den ersten 3 sein oder sogar gewinnen. Dann gehst du ganz ruhig dahin, so wie alle anderen auch. Nach der Kontrolle bekommst du ein rosa Formular mit der Nummer deiner Probe. Schick mir die per SMS und dann kannst du ruhig schlafen. Auch auf die Frage, ob er hilft, positive Tests zu vertuschen, von Portugalow keine Antwort. Aber hier ist der Präsident des russischen Leichtathletikverbandes, Valentin Balachnitschew. Vor allem seinetwegen bin ich gekommen. Ich will ihn direkt fragen, was er zu den Dopingvorwürfen sagt. Er spricht lieber über die großen Erfolge russischer Athleten. Meine Interviewanfrage wird abgelehnt. Ich versuche mein Glück bei Valentin Maslakow, neben Alexei Melnikow, der wichtigste Trainer in der Nationalmannschaft. Nach dem russischen Fernsehen soll ich dran sein. Als mein Übersetzer das Thema Doping nennt, hat es sich aber auch schon erledigt. Umsonst gekommen sind wir trotzdem nicht. Mich interessiert die Rolle der RUSADA, die hier Proben nimmt. Wenn ich Julia und Vitali glaube, ist die RUSADA Teil des Betrugssystems, das er als Mitarbeiter erlebte. Es gab Zeiten in der russischen Anti-Doping-Agentur, da haben Leute vom Ministerium, von der dortigen Anti-Doping-Abteilung angerufen und wollten wissen, wer der Athlet ist, der einen positiven Test hat. Wenn es ein unbekannter Sportler war, dann war der Test halt positiv. Aber wenn es jemand Berühmtes oder eine junge Medaillenhoffnung war, dann war es ein Fehler. Und es wurde nicht weiterverfolgt. Bei der RUSADA, wo alle innerrussischen Kontrollen in Auftrag gegeben werden, hat Vitali Stepanow 3 Jahre gearbeitet. Sogar als Berater des Generaldirektors. Ich bekam ganz klar mit, dass Offizielle versucht haben, sicherzustellen, dass einige Athleten erst gar nicht getestet wurden. Welche Sportarten? Schwimmen, Radfahren, Biathlon, Leichtathletik, Gewichtheben, Ski Nordisch. Es dauert ein paar Tage, dann bekomme ich einen Termin. Bei Generaldirektor Nikita Kamajew. Er kam ins Amt, nachdem Vitali Stepanow gegangen war. Von Korruption will er nichts wissen. Dass Proben ausgetauscht werden und die RUSADA die Sportler willkürlich aussucht oder sogar Schmiergeld für die Durchführung von Tests nimmt, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Alle Sportler, die das behaupten, haben vorher schon gegen Dopinggesetze verstoßen. Solche Leute wenden sich dann an Journalisten und erzählen Geschichten. Diese Geschichten sind für Profis einfach nur lächerlich. Alles Lügen? Von so vielen? Und Vitali Stepanow ist kein gesperrter Sportler, sondern saß jahrelang mitten in der RUSADA-Zentrale. Von Kamajew höre ich noch, dass die RUSADA stets korrekt arbeite und das auch immer getan habe. Wenige Wochen nach meinem Besuch bekommt Julia Stepanowa diese E-Mail.
Unglaublich. Die RUSADA bittet sie, einen Dopingtest zu bezahlen und für den auch noch vorbeizukommen. Dass Athleten Tests bezahlen und zur Kontrolle hingehen und nicht von Kontrolleuren aufgesucht werden, ist gegen jede Regel und internationale Praxis. Die RUSADA betont später, sie halte sich natürlich an den WADA-Code. Zum konkreten Vorwurf aber Schweigen. Alle Einrichtungen zur Dopingbekämpfung in Russland fast zu 100% vom Staat finanziert und von der Regierung kontrolliert. So gut wie alles ist mit dem Sportministerium abgesprochen. Dort gibt es sogar eine eigene Anti-Doping-Abteilung. Der Sportminister heißt Vitali Mutko, sitzt etwa im Vorstand der skandalgeplagten FIFA und hat einen freundschaftlichen Draht zum Präsidenten. Vitali Stepanow war jahrelang nah dran am Ministerium. Ich kann mich deutlich an ein Gespräch mit einem Mann aus dem Sportministerium erinnern. 2010. Es war kein offizielles Gespräch. Er sagte mir, dass es im Ministerium nicht gerne gesehen wird, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur versucht, Kontrolle über die russische Anti-Doping-Agentur auszuüben. Über das, was wir in Russland machen. Wie stark der Staat Einfluss nimmt, belegt ein Papier, das mir zugespielt wird. Ein Regierungserlass von 2010 für ausländische Kontrolleure. Transport und Ausfuhr von Urin- und Blutproben müssen stets genehmigt werden. Proben dürfen an der Grenze sogar geöffnet werden. Der Erlass stammt von Wladimir Putin, damals Ministerpräsident. Vermutlich, um sicherzugehen, dass Athleten nicht bei großen Meisterschaften auffliegen, gibt es noch eine weitere Anordnung aus dem Ministerium. Sie kontrollieren vor der Ausreise ins Ausland. So ist sich der Cheftrainer sicher, dass seine gesamte Mannschaft vor dem Wettkampf sauber ist und dass zum Beispiel während der Europameisterschaft auch wirklich niemand erwischt wird. Es ist einfacher, solche Fälle vor der Reise auszusieben. Diejenigen, die diese Kontrollen nicht bestanden haben, auch wenn sie bei internationalen Wettkämpfen bereits gemeldet waren, die fuhren einfach nicht mit. Was aber nicht immer automatisch hieß, dass sie auch gesperrt wurden. Die russische Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London. Im Kleingedruckten des Jahresberichts der RUSADA 2012 steht die Bestätigung für flächendeckende Ausreisekontrollen. Jeder der fast 500 Olympiastarter wurde vor Beginn der Spiele mindestens einmal getestet. Auf meine Anfragen an das Sportministerium aber wieder mal keine Antwort. Mittlerweile läuft meine Recherche schon seit Monaten. Es fügt sich allmählich ein Bild zusammen. Es scheint ein Dopingsystem am Laufen zu sein, das ich so im Jahr 2014 nicht für möglich gehalten hätte. Und ich bekomme nun immer mehr Hinweise von russischen Informanten. Ich solle mich mal mit einer prominenten Olympiasiegerin beschäftigen. Die russische Weltmeisterin Maria Savinova. Maria Savinova. Europa- und Weltmeisterin war sie schon, ein Weltstar über 800 Meter. Dann kamen die Spiele in London. Ist es das schon? Savinova vorn. Wo bleibt Caster Semenya? Die Südafrikanerin kommt mit einem fulminanten Endspurt. Genimo geht ein. Savinova ungefährdet. Ich bekomme Videomaterial zugespielt aus dem Herbst 2014. Mit einer Handykamera aufgenommen. Darauf zu sehen Maria Savinova. Hier ein Ausschnitt aus diesem Video, in dem sie unter anderem sagt: Naja, was sollen wir machen? Wie soll das anders gehen? Das ist unser System und in Russland funktioniert das nur mit Pharma. Mein Trainer arbeitet ja zum Glück mit Melnikow und der hilft, die Tests zu vertuschen. Sie lassen ihn die Termine für die Kontrollen tauschen. Und Oxandrolon ist sehr schnell aus meinem Körper wieder raus. Dauert weniger als 20 Tage. Wir haben das testen lassen. Mein Mann hat nämlich sehr gute Verbindungen zum Dopingkontrolllabor. Video- und Tonspur liegen mir in voller Länge und ungeschnitten im Original vor. Eine Antwort auf meine Anfrage dazu erhalte ich von Olympiasiegerin Maria Savinova nicht. Aber ihr Trainer Wladimir Kasarin wird mich noch später beschäftigen. Zunächst aber lässt mich das im Video am Rande erwähnte Dopingkontrolllabor nicht mehr los. Was hat es damit auf sich? Der Antwort einen wichtigen Schritt näher kommen werde ich in Montreal. Bei der Welt-Anti-Doping-Agentur ist man über meine Anfrage nicht überrascht.
Denn sogar die WADA selbst hat schon im Labor mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt. Ein weiterer Mosaikstein. Ja, es gab Dinge, die waren sehr verstörend für uns. Warum wurden Proben nicht als positiv gemeldet, von denen wir wussten, dass sie positiv waren? Wir haben versucht, technische Gründe zu finden. Aber wenn die technischen Gründe das nicht erklären können, warum diese Proben nicht als positiv gemeldet wurden, nun ja, dann denkt man immer an das als eine mögliche Erklärung. Korruption? Korruption oder was ich Beeinflussung beim Melden der Resultate nenne. Ja, es kann Korruption oder etwas anderes sein. Das Labor wies immer alle Verdächtigungen zurück. Trotzdem stand es kurz vor den Spielen in Sotschi vor dem Aus. Die WADA schickte externe Experten, um es zu überwachen, drohte sogar mit Entzug der Akkreditierung, dem schärfsten Schwert der WADA. Dabei ist die Expertise des Labors in der Forschung international anerkannt. Der Leiter gilt als hervorragender Wissenschaftler. Grigori Rodchenkov. Ich kenne ihn schon lange und frage mich, was hat er mit seinem Wissen in Russland womöglich noch gemacht? Er macht das Gleiche wie Portugalow. Er verkauft Doping an Athleten, bereitet die Einnahmepläne der Mittel für sie vor. Und wenn Dopingkontrollen kommen, guckt er, dass die Athleten, die unter ihm, Rodchenkov, sind, nicht positiv getestet werden. Natürlich macht er das für Geld. Wenn jemand in der Vorbereitung verbotene Substanzen genommen hat, dann hat es das Labor herausgefunden. Und bei diesen Sportlern, vor allem bei den berühmtesten, den Top 10 der Bestenliste, bei den Sportlern, die dazugehörten, da wurden Proben auch schon mal ausgetauscht. Rodchenkov ist über alles informiert. Er weiß, welche Präparate wie lange brauchen, um aus dem Körper zu verschwinden, welche länger brauchen und welche kürzer. Er weiß darüber Bescheid und er gibt Anweisungen. Er ist der wichtigste Spezialist. Es sind schwere Vorwürfe an den Direktor, der übrigens auch das olympische Kontrolllabor in Sotschi vor einem knappen Jahr leitete. Was sagt er zu den Anschuldigungen? Sie sollten sehr vorsichtig sein, Betrügern zu glauben. Diese erleben ja die Katastrophe ihres Lebens. Er sieht bei sich keine Schuld. Aber ich will noch wissen, haben Sie jemals Geld angenommen, um Doping zu vertuschen? Habe ich jemals Geld angenommen? Von Leuten, die Doping vertuschen wollen? Habe ich jemals Geld genommen, um Doping zu vertuschen? Nun, die Antwort ist nein, bis heute. Es gibt da viele Gerüchte, aber wissen Sie, die Leute erzählen über mich. Okay, wir kennen Grigori, er wird das Problem lösen. Das ist nicht so. Seltsam. Vor 3 Jahren stand Rodchenkov im Verdacht, mit Dopingmitteln gehandelt zu haben. Der Staat verfolgte die Vorwürfe gegen seinen eigenen Mitarbeiter aber nicht weiter. Rodchenkov betont später schriftlich, dass nie Anzeige erstattet wurde und weist noch einmal jede Manipulation zurück. Zürich im August. Immer noch beschäftigt mich, wie gehen die Verantwortlichen im russischen Verband mit dem Thema Doping um. Ich bin daher bei den Leichtathletik-Europameisterschaften. Die Nationaltrainer Russlands sind gut beschäftigt mit dem Zählen der Medaillen. – 22 Medaillen insgesamt für Russland. Und dann ist da der Mann, der mit mir nicht reden will. Valentin Balachnitschew, der Präsident des russischen Verbandes. In den 80er Jahren war er Sowjettrainer zu den Hochdopingzeiten. Heute Ehrenmitglied des Europäischen Verbandes. Am Abend erfahre ich, in welchem Hotel Balachnitschew abgestiegen ist.
Ich fahre hin und diesmal soll es klappen. So plötzlich, dass die Kamera noch gar nicht so schnell vernünftig aufgebaut ist. Herr Balachnitschew, Hajo Seppelt, Deutsches Fernsehen. Ich würde Sie gerne etwas fragen über das Dopingproblem in Russland. Ich bin nicht involviert. Das ist Ihr Job. Lassen Sie mich da raus. Wann können wir darüber reden? Nie. Sie wollen nicht darüber reden? Ich will nicht reden. Ich bin nicht involviert. Sie haben Ihre Ansicht, ich meine. Und die ist, ich bin nicht involviert. Ich bin der Präsident und nie in irgendwas involviert. Ich weise Ihre Fragen darüber zurück. Sie sind also nicht ins Dopingproblem involviert? Ich bin nicht involviert. Ihre Fragen sind seltsam. Unfassbar! Dreifacher Erfolg für die Russen! Dreimal Russland vorn! Und das ist der ganz große Triumph für die russische Mannschaft. Auf dem Weg zurück nach Berlin. Zeit für ein Zwischenfazit. Ich fand Trainer und Ärzte, die Doping anweisen. Sportler, die es zugeben, einen Erlass des Staates, der Kontrollen behindert. Ein Labor, das bei der Vertuschung zu helfen scheint. Eine Anti-Doping-Agentur, die offenbar Termine für Kontrollen vergibt. Und eine Führung, die nicht reden will. Und dann merke ich, dass das noch längst nicht alles war. Per Post kommen weitere Dokumente von einem anonymen Informanten. Blutwerte sind darauf, so viel ist schnell klar. Gemessen 2009 bis 2011. Angeblich von einer der besten Marathonläuferinnen aller Zeiten, einer Russin. Sind Blutwerte atypisch und können nicht durch natürliche Ursachen erklärt werden, bleibt als Grund in der Regel nur Doping. Das macht die Papiere so brisant. Im Kölner Kontrolllabor beurteilt Professor Mario Tevis die offensichtlich sehr verdächtigen Blutwerte. Wir haben es hier mit Werten zu tun, die von einem Athleten, einer Athletin stammen, die mehrfach getestet wurde. Und einige der Werte sind weit außerhalb der üblichen Referenzbereiche. Und wenn hierauf eine Sperre einer Person ausgesprochen wird, dann ist das absolut nachvollziehbar. Meine Aufmerksamkeit ist geweckt. Ich reise nach Stockholm. Hier soll ich angeblich mehr erfahren zu den ominösen Papieren. In einer E-Mail oder per Telefon sei dies nicht zu klären. Wie ernst es damit ist, werde ich noch feststellen. Hier also bin ich mit der Person verabredet, die angeblich weiß, von wem die Blutwerte der Jahre 2009 bis 2011 stammen. Meine Kontaktperson kommt aus dem Umfeld des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Sie will anonym bleiben, sie hat Angst. In dem Gespräch geht es um angebliche Korruption. Wie können wir der IAAF trauen, wenn ich davon ausgehen muss, dass bei Dopingfällen Bestechungsgelder genommen werden, wenn Geld abgepresst wird ohne Erklärung, ohne zu sagen, welche Regeln gebrochen wurden? Sagen Sie, dass es jemanden in der IAAF gibt, der das macht? Ja, zumindest in einem Fall gehe ich davon aus. Sie glauben, es nimmt einer Geld, um positive Dopingtests zu vertuschen? Das ist richtig. Ist es das, was hinter den Blutwerten steckt? Wurde tatsächlich keine Sperre verhängt, trotz Dopings? Um weiterzukommen, muss ich erfahren, von wem die Blutwerte sind. Ich weiß mittlerweile, von welchen Wettkämpfen sie stammen. Eigentlich kann es nur eine geben. Tatsächlich ein russischer Marathon-Superstar. Sind das die Werte von Lilja Schobuchowa? Ja. Lilja Schobuchowa. Die über mehrere Jahre beste Marathonläuferin der Welt. Sie gewann den London- und den Chicago-Marathon. Sie verdiente Millionen. Lief von Erfolg zu Erfolg. Offenbar mit Blutwerten, die außerhalb jeglicher Norm lagen. Gemessen beim Chicago-Marathon. Gesperrt wurde sie nie, trotz ihrer Blutwerte. Bis zu diesem Sommer, während dieser Recherche.
Erst da holen sie die alten Werte ein. Ich versuche, Kontakt mit ihr aufzunehmen, einem nun wegen Dopings gesperrten Weltstar. Vertuschtes Doping, davon hatte der Informant in Stockholm gesprochen. Was weiß Lilja Szobuchowa darüber? Wochen vergehen. Dann endlich eine Nachricht. Lilja Szobuchowa willigt ein, mich zu treffen. Warum blieb sie, die eigentlich schon 2009 bis 2011 extrem auffällige Blutwerte hatte, so lange unbehelligt? Die IAAF schreibt mir, dass Sperren auf Grundlage solcher Blutwerte eben länger brauchen können. Aber auch, dass es auf Seiten der Russen tatsächlich eine signifikante Verzögerung bei der Sperre gab. Lilja Szobuchowa erklärt den Grund so. Es fing alles Ende 2011 an, im Dezember. Der russische Leichtathletikverband trat an uns heran. Man sagte uns, dass wir Probleme bekommen könnten. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 sei gefährdet. Und wir müssten jetzt 150.000 Euro zahlen, um diese Probleme zu lösen. Dann könnte ich an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich habe mein ganzes Leben der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen gewidmet. Sie erzählt ihre Geschichte so weiter. In Beloretsk, der Heimat der beiden, nahe der Grenze zu Kasachstan, heben sie im Januar 2012 das Geld ab. Für ein Treffen in Moskau. Wir sind am 12. nach Moskau geflogen. Es gab dann hier ein Treffen im Büro des Leichtathletikverbandes im Haus des Olympischen Komitees. Wir gaben das Geld ab und man sagte uns, alles wird gut werden. Danach sind wir am nächsten Tag, am 13. ins Trainingslager nach Portugal gefahren. Fast 200.000 $ sollen über den Tisch gegangen sein. Hat sich Lilja Szobuchowa den Olympiastar tatsächlich erkauft? Und von wem ging die Initiative aus? Wie nah liegen Bestechung und Bestechlichkeit zusammen? An diesem Fall bleibe ich weiter dran und bekomme ein Dokument zugespielt. Fakt ist, die IAAF hat die auffälligen Blutwerte an den russischen Verband gemeldet. Kurz vor den Olympischen Spielen in London 2012, im Juni. Fast 3 Jahre nach den ersten auffälligen Blutwerten. Und diese werden nun als Dopingverstoß gewertet. Seltsam. Kurz danach meldet sich Cheftrainer Alexei Melnikow bei Lilja Szobuchowa und ihrem Mann, sagen sie. Er wolle erneut Geld. Der Name Melnikow, da ist er wieder. Der Mann, den ich bereits kennengelernt habe aus dem Video. Derjenige, der über Dopingpraktiken in der Leichtathletik redet. Dieses Mal hat er schon das Doppelte verlangt. Wir sollten nicht 150.000 Euro, sondern 300.000 Euro bezahlen. Diese Summe sollten wir in 2 Raten teilen. Sie zahlen erneut bar und in Dollar, sagen sie. Insgesamt also 450.000 Euro, knapp 600.000 $. Der Olympische Marathon 2012. Mit Lilja Szobuchowa. Sie sagt, sie musste sich die Teilnahme teuer kaufen. Bei ihrem eigenen nationalen Verband. Jetzt ist es aus, die Russin ist weg. Und man könnte vermuten, dass sie vielleicht auch nicht ganz im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Aber damit ist ihre Geschichte nicht vorbei. Trotz extrem auffälliger Werte will die IAAF im Olympiajahr wohl gar nicht wissen, ob der Superstar des Marathons dopt oder nicht. In der Kontrollstatistik, die Auskunft über Tests im Training gibt, taucht ihr Name nicht ein einziges Mal auf. Die IAAF sagt dazu, sie sei ja einmal im Wettkampf getestet worden. Einmal. Szobuchowa scheint geschützt zu werden. Von denen, an die sie zahlte.
Einer möglichen Antwort komme ich langsam näher. 2013 wird Lilja Schobuchowa zunächst schwanger. Und im Hintergrund braut sich etwas zusammen. Sie soll doch noch gesperrt werden. Wohl weil hartnäckige Dopinganalytiker, die ihre Werte kannten, nicht stillhalten wollten. Wieder werden sie nach Moskau gebeten, sagen sie. Anfang 2014. Melnikow sagte uns dort, dass wir ein Papier unterschreiben müssen. Es ging um die Sperre von Lilja. Und dann zeigte er mir das Papier. Es war von der IAAF. Ich habe geantwortet, das Papier unterschreiben wir nicht. Und fragte sie, wofür haben wir denn die 450.000 Euro bezahlt? Balachnischew ist schon nervös geworden, weil ich mich geweigert habe, das Papier zu unterschreiben. Und dann habe dieser Balachnischew, Präsident des Verbandes, angeordnet, das Geld zurückzuzahlen, sagen sie. Der Mann, der mir noch in Zürich sagte, nichts von Doping zu wissen. Auf meine schriftlichen Fragen dazu bekomme ich nie eine Antwort. Dafür aber von Igor Schobuchow ein Dokument. Es ist der Beleg für eine Banküberweisung an Schobuchow Igor in Höhe von 300.000 Euro. Von Black Tidings, einer Firma. Ich lerne, Black Tidings gibt es wirklich. Eingetragen im Handelsregister von Singapur. Singapur. Ich will wissen, wem gehört diese Firma am Offshore-Paradies. Das hier ist eine reine Wohngegend, keine Firmen weit und breit. Und hier ist die Adresse von Black Tidings. Um nicht aufzufallen, läuft eine versteckte Kamera. Das ist der Briefkasten von Black Tidings. Der Versuch, mit dem Mann, der unter dieser Adresse anzutreffen ist, zu reden. Ich würde gern mit Ihnen über Herrn Schobuchow reden. Wer ist das? Er hat 300.000 Euro von Ihnen bekommen. Von mir? Von Black Tidings. Sind Sie der Besitzer? Ich war ein Partner der Firma. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich rufe jetzt einfach die Polizei. Später erfahre ich, die offenkundige Briefkastenfirma Black Tidings wurde kurz nach der Zahlung an Igor Schobuchow liquidiert. Hatten Balachnischew und Melnikow tatsächlich etwas mit dieser Firma zu tun, die Igor Schobuchow 300.000 Euro zahlte? Ich erhalte eine E-Mail mit dem Titel Überweisungsbestätigung an Lilja Schobuchowa und ihren Mann. Von Alexei Melnikow. Eine Weiterleitung von einem gewissen Valentin. Valentin Balachnischew. Und es hängt an, die Überweisungsbestätigung über 300.000 Euro, die ich schon kenne. Und in einem internen IAAF-Dokument, das mir zugespielt wird, wird so eine Rückzahlung tatsächlich bestätigt. Die Ethikkommission der IAAF ermittelt nun. Interessanterweise gegen Lilja Schobuchowa wegen Bestechung. Die IAAF will sich dazu nicht äußern. Und Valentin Balachnischew? Er zieht es weiter vor zu schweigen, genauso wie sein Verbandstrainer Melnikow. Balachnischew, der Mann, der alle Geldströme der IAAF überwacht. Er ist nämlich der Schatzmeister des Weltverbandes. Es könnte der größte Korruptionsskandal in der Geschichte der Leichtathletik sein. Nochmal meldet sich der anonyme Informant. Er erzählt von einem Anruf, sagt, ihm wurde mit dem Tod gedroht, sollte er sein Wissen weitergeben. Da ist es wieder. Das Thema, von dem ich auf meiner Reise durch Russland oft gehört habe. Angst und Einschüchterung scheinen zum System zu gehören. Einer ist gerade für 2 Jahre gesperrt. Und er hat auch versucht, etwas dagegen zu tun. Dann hat man ihm gesagt, lass es bleiben. Sonst könntest du aus Versehen in einen Autounfall geraten.
Wenn man über solche Sachen spricht, kann es sehr gefährlich werden. Es kann ein Unglück geschehen, verstehen Sie? Es kann alles passieren. Manche Leute haben versucht, sich umzubringen. Bei einem, von dem weiß ich, bei dem hat man es nicht geschafft, ihn zu retten. Es sind viele Beweise und Aussagen zusammengekommen im Laufe fast eines Jahres. Ein letztes Mal bin ich in Montreal bei der Welt-Anti-Doping-Agentur. Vitali Stepanow und seine Frau Julia hatten der WADA ja schon einiges berichtet. In diesem Moment sehen WADA-Gründungspräsident Richard Pound und WADA-Generaldirektor David Howman zum ersten Mal, welches Ausmaß das Doping in Russland angenommen hat. Sie haben hier einen umfassenden und extrem alarmierenden Fall. Nun muss man sich darauf Antworten überlegen. Wenn etwas dieser Kategorie in einem Land organisiert wird, ist das ein Riesenproblem für die Glaubwürdigkeit des internationalen Sports und die Glaubwürdigkeit der Dopingbekämpfung. Es ist grässlich zu sehen, dass es bis in einen Weltverband hineinreicht. Es ist ebenso gravierend. Die Kombination dieser Dinge ist fürchterlich schockierend. Viele Einzelheiten sind auch menschlich enttäuschend. Wenn Sie die Sachen zusammenfügen und auf die Fakten schauen und auf das, was ich jetzt gesehen und gehört habe, dann ist das natürlich schockierend. Was wir nun machen müssen, ist, diese Dinge furchtlos anzugehen, aber auch sicherzustellen, dass die, die Angst haben, dass die beschützt sind. Dass das Image einer ganzen Sportnation auf dem Spiel steht, das scheint man offenbar inzwischen auch in Russland begriffen zu haben. Im August berichtet das staatliche Fernsehen von einem Anti-Doping-Gipfel unter Sportminister Mutko. 6 Trainer seien wegen der Vergabe von Dopingmitteln gesperrt worden. Die Namen aber bleiben geheim und sind es bis heute. Später ist in den Zeitungen zu lesen, dass die Regierung jetzt mit eiserner Faust gegen Doping im Sport vorgehen will. Julia Stepanowa ist in Kirgisien im Trainingslager. Ihre Sperre läuft nächsten Januar ab. Bald soll sie wieder bei Wettkämpfen starten. Trainiert wird sie von Wladimir Kasarin, dem Trainer, der auch Olympiasiegerin Maria Savinowa betreut. Savinowa, die im Handyvideo von Dopingpraktiken erzählt hatte. Nach dem ersten Training bittet der Trainer Julia zu sich. Sie beginnt zu filmen. Auch dieses Video liegt mir im Original und ungeschnitten vor. Wir können noch mit Oxandrolon und mit Primobolan arbeiten. Und natürlich zum Anfang mit EPO. Aber wir müssen aufpassen, dass du im Rahmen bleibst, falls eine Kontrolle kommt. So, hier hast du die Pillen. Was ist das? Oxandrolon. Sie filmt schnell die Pillen, als Kasarin kurz den Raum verlässt. Die Kamera bleibt die ganze Zeit an, während Julia Stepanowa in ihr Zimmer zurückgeht. Meine spätere Anfrage zu diesem Vorgang wird von Wladimir Kasarin unbeantwortet gelassen. Weder der russische Leichtathletikverband noch ein russischer Trainer werden jemals auf die erschütternden Vorwürfe reagieren. Aber handelt es sich bei Kasarins Pillen wirklich um Oxandrolon, das hochwirksame Anabolikum? Im Kölner Dopingkontrolllabor wird die Substanz vergangene Woche analysiert. Das Präparat, was Sie uns mitgebracht haben, enthält eindeutig Oxandrolon, ein anaboler Wirkstoff, genau genommen ein anabol-androgenes Steroidhormon. Und die Einnahme solcher Präparate ist zu jeder Zeit während des Wettkampfes als auch außerhalb der Wettkampfzeiten verboten. Dies ist die Fassade. Das System dahinter soll keiner sehen. Aber gibt es so etwas eigentlich nur in Russland?
Vor wenigen Tagen bekomme ich den Hinweis, auch in einigen anderen Ländern würde es sich lohnen, genauer hinzuschauen. Klar ist, Siegerlisten, oft nur noch Protokolle des Betrugs. Ein letzter Besuch bei Vitali Stepanow und seiner Frau Julia. Sie haben sich mit ihrem Entschluss, das offensichtliche Doping- und Korruptionssystem auf diese Weise der Welt zu offenbaren, großen Risiken ausgesetzt. Sie sind damit zu den wohl bedeutendsten Whistleblowern in der Geschichte der Dopingbekämpfung geworden. Es war ihnen wichtig, weil sie sauberen Sport wollen. Auch für ihre persönliche Zukunft. Wir haben einen Sohn, der jetzt 8 Monate alt ist. Und wir beide, wir lieben ja den Sport. Und wir hoffen, dass unser Sohn eines Tages diese Leidenschaft auch teilen wird. Vielleicht wird er ja ein Fußballer werden. Oder ein Läufer, ein Skilangläufer, ein Biathlet. Und wir würden sehr gerne mit dazu beitragen, dass die Grundlage von Ergebnissen dann Training und seine natürlichen Fähigkeiten sind. Und dass es einen fairen Wettkampf gibt. Das, was ich hier tue, dass ich das alles erzähle, dadurch werde ich für Russland vermutlich zum Staatsfeind Nummer 1. Denn ich erzähle von dem System, das wir haben. Ich handle also schlecht. Ich verrate unser Land an die ganze Welt. Das ist schlecht. Nachdem das ausgestrahlt wird, wenn die Regierung das mitbekommt, dann wird das Leben in Russland sehr schwierig werden. Ich denke, dass Russland so etwas nicht verzeihen wird. Vergangene Woche hat die WADA Julia Stepanowa und ihrem Mann Vitali geschrieben. Die WADA bestätigt, dass beide mit ihrem Mut und ihrem Einsatz einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen Doping geleistet haben. Julia Stepanowa will wieder in ihren Sport zurück, ohne Doping. Vitali Stepanow will ihr dabei helfen. Vor wenigen Tagen haben sie mit ihrem Sohn Russland für immer verlassen.